Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial, in dem ich euch einmal kurz zeige, wie ihr ein Hintergrundbild aus der Wallpaper Engine extrahieren könnt. Üblicherweise haben wir ja die Situation, wir haben uns irgendwo ein Bild im Workshop runtergeladen und jetzt habe ich mir das Ganze angesehen und habe festgestellt, hier sind ziemlich viele Animationen drin, vielleicht möchte ich da weniger machen oder vielleicht auch mal was Eigenes einfügen oder eventuell sogar das auf meinem Smartphone als Hintergrundbild verwenden oder was auch immer. Da mein Trick nicht ganz immer funktioniert, ich erkläre euch nachher auch noch warum und wann er nicht funktioniert, würde ich euch zunächst erstmal raten, jagt das Bild einfach in die Google Reverse Image Search, ne, dass ihr halt das Bild einmal screenshottet oder das Vorschaubild nehmt und das einmal bei der Google Bildersuche reinhaut. Und wenn es da euch keinen Erfolg geliefert hat, dann wendet erst dann meinen Trick an. Mein Trick geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Und zwar müsst ihr dazu jetzt als erstes einmal euren Steam-Ordner finden. In dem Steam-Ordner gibt es irgendwo, also meistens in C-Programme Steam, gibt es irgendwo den Ordner Steam Apps. Den brauchen wir. Dann suchen wir uns den Ordner Workshop. Dann suchen wir uns den Ordner Content und das ist jetzt alles, was ihr im Workshop mal runtergeladen habt. Und wenn ihr Wallpaper Engine installiert habt, dann werdet ihr immer diesen Ordner finden, der da 431960 heißt, warum auch immer. Den öffnen wir und hier sind jetzt all eure heruntergeladenen Bilder drin. Jetzt müsst ihr quasi herausfinden, was das ist. Ich gebe euch den Tipp, das nach Änderungsdatum zu sortieren. Wenn ihr das Bild gerade erst runtergeladen habt, dann wird das wahrscheinlich relativ weit oben auftauchen. Ich meine, das müsste jetzt auch dieses hier sein. Ah, das habe ich scheinbar schon danach geladen. Ja, da haben wir es. Das ist der Ordner, den wir brauchen. Um jetzt bei dem Ganzen nichts kaputt zu machen, empfehle ich es euch, irgendwo einen beliebigen temporären Ordner anzulegen, wo wir jetzt den ganzen Kram drin machen. Das Einzige, was wir brauchen, ist dieses scene.package. Das kopieren wir uns hier rüber, damit wir jetzt auch bloß nichts hier kaputt machen. Den Ordner brauchen wir im Prinzip auch nicht mehr, den können wir schon schließen. Und jetzt müssen wir hier an die Inhalte dieser Package-Datei drankommen. Das Ganze müsste normalerweise auch mit einem ZIP-Programm gehen. Ich habe das leider nicht hinbekommen, deswegen mache ich das Ganze mit einem Browser-Tool. Das verlinke ich euch selbstverständlich auch in der Videobeschreibung. Hier kann man dann Datei auswählen, anklicken, wählt dann die Datei raus, also geht hier gegebenenfalls erst in den Ordner, ist bei mir schon geöffnet, weil ich es eben einmal ausprobiert habe. Öffnet das Ganze dann wird das Ganze für einen entpackt und dann kann man sich es wieder herunterladen, und zwar diesmal als ZIP-Datei, mit der können wir mehr anfangen. Das Ganze speichern wir in den Ordner rein. Und jetzt haben wir hier scene.zip. Ich entpacke das Ganze mal einmal direkt noch mit 7-Zip. Und jetzt gehen wir in den Ordner Materials. Und in dem Materials-Ordner werden wir diesen backtothefuture.txt finden. Hier diese .text-Datei ist nicht, wie man vielleicht erwarten würde, eine LaTeX-Datei, sondern sie ist leider Gottes ein proprietäres Format von Wallpaper Engine. Aber dazu gibt es eine Dokumentation, die uns sehr viel weiterhilft. Wir können uns das hier angucken, das Texture Storage Format. Den Link packe ich euch auch einmal in die Videobeschreibung. Besteht hier aus verschiedenen Dingen. Das Einzige, was uns letztendlich interessiert, steht auch hier Actual Bitmap Data in Format Specified. Genau das wollen wir haben. Ich habe mir dazu einmal Notepad++ runtergeladen. Das geht natürlich auch mit vielen anderen Bearbeitungsprogrammen. Ich mag das nur einfach sehr gerne und lege es jedem gern ans Herz. Wenn ihr euch das runtergeladen habt, dann könnt ihr diese Textdatei nehmen und es in Notepad++ einfach reinziehen mit Drag and Drop oder einfach damit öffnen. Jetzt erschlägt euch erstmal ganz viel Binärcode. Lasst euch davon nicht erschrecken, sofern ihr jetzt hier eine PNG-Datei drin habt, werdet ihr irgendwo hier diese Kennzeichnung %PNG drin finden. Das ist das Einzige, was uns interessiert, weil ab dort folgt das Bild. Was wir jetzt machen, ist diese Datei editieren, so dass wir einfach nur noch das Bild haben, sprich wir schmeißen alles andere weg.
In meinem Fall ist das nur dieser Anfang, bis das Prozent .png kennzeichnet den Anfang einer PNG-Datei. Das lassen wir hier drin stehen. Mit stgs speichere ich mir das Ganze. Und jetzt kommt die große Magie. Wir haben hier unseren Datei-Explorer. Hier steht aktuell noch .tex. Das brauchen wir nicht. Wir schreiben jetzt einfach, weil wir wissen, dass es ein PNG ist, hier ein PNG hin. Windows warnt uns, ob wir das wirklich tun wollen. Ja, wir wollen das wirklich tun. So, und jetzt Magie, Magie. Doppelklick drauf und wir haben das Hintergrundbild als PNG und auch nicht als kleines Vorschaubild, sondern in der Originalauflösung. Da können wir auch in der Detailinfo einmal reingucken. Hier haben wir 5000 mal 2000 Pixel ungefähr. Also dementsprechend, da ist das Bild. Jetzt kann ich es als Handy-Hintergrund nehmen, selber editieren und damit machen, was auch immer ich will. Bitte achtet nur darauf, dass hier gegebenenfalls Urheberrechtsrechte sind, sprich ladet es nicht einfach wieder im Internet hoch, sondern informiert euch da gegebenenfalls, fragt den Künstler, findet raus, wem das Bild gehört, jagt es nochmal in die Google Reverse Image Search, je nachdem. Ja, das war schon mein kleines Tutorial. Ich hoffe, ihr habt das alles nachvollzogen. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich gerne in den Comments. Ich werde versuchen, darauf zu antworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Ganze guckt. Ciao!